Viele von euch haben mich gefragt, ob ich nicht ein Video zu meiner Hautpflegeroutine machen könnte. Und ja, das mache ich heute. Und zwar alle Produkte durch, die ich momentan verwende und erzähle euch ein bisschen dazu, warum ich dieses Produkt benutze und ja, warum es einfach für mich funktioniert. Vorher vielleicht noch so ein bisschen was zu meiner Haut. Und zwar habe ich so Mischhaut bis hin zu ölige Haut. Also gerade die T-Zone wird über den Tag hinweg relativ ölig. Und sonst, ja, ab und zu habe ich so ein paar, also neige ich so zu Unreinheiten, aber nicht mehr so extrem. Also gerade, glaube ich, weil meine Routine gerade momentan ganz gut ist, da habe ich dann halt ab und zu so einen Pickel oder wie gerade momentan irgendwie sowas, was irgendwie so aussieht wie ein Mückenstich oder so. So kleine Hubel. Und ja, ansonsten so große, also vergrößerte Poren. Oder halt so Rötungen gerade in den äußeren Augenwinkeln. Oder man sieht bei mir eigentlich sehr schnell irgendwie so Adern. Ja, aber sonst keine gravierenden Probleme. Also nicht irgendwie furchtbar sensible Haut, furchtbar trockene Haut oder so. Nee. Also Mischhaut bis ölige Haut. So. Nun zu den Produkten. Also ich fange mal mit dem ersten Schritt an. Der ist meiner Meinung nach auch der wichtigste irgendwie. Und zwar ist es die Gesichtsreinigung. Und dafür benutze ich momentan etwas, was ich euch schon mehrmals gezeigt habe. Und zwar ist es der Emma Hardy Cleansing Balm. Ja, das benutze ich halt abends immer zum Abschminken. Das ist so ein fester Balsam, der so vermischt, also so aufgetragen auf der Haut, sich zu so einem Öl verwandelt. Und ja, so kann man dann das ganze Make-up runternehmen. Und das wirkt halt überhaupt nicht austrocknend oder so. Also es hat viele ätherische Öle, was bei manchen, Menschen, die zu Unreinheiten neigen, zu Unreinheiten führen kann. Bei mir hatte ich damit jetzt aber bis jetzt keine Probleme. Also das finde ich einfach richtig gut momentan, weil ja, die Haut wird sauber, ohne dass sie einfach ja, ausgetrocknet wird oder sonstiges. So, wenn meine Haut dann damit gereinigt ist, kommt dann die Pflege. Und da habe ich so ein paar Produkte, die ich so jeden Abend, also jeden zweiten Abend, ja, so abwechsle. Aber was ich wirklich jedes Mal benutze, ist Hyaluron. Das gibt es leider nicht in Deutschland zu kaufen, auch nicht online, würde ich sagen. Das habe ich dieses Jahr bei Boots in London gekauft. Und zwar ist es von Indeed Labs. Das ist jedenfalls so ein Gesichtsserum mit Hyaluronsäure. Und ja, das spendet halt richtig schön Feuchtigkeit und die Haut fühlt sich schön prall an. Und ja, also trotz dass ich halt zu öliger Haut neige, braucht man eigentlich trotzdem immer genug Feuchtigkeit. Und dieses Produkt ist eigentlich sehr gut dafür geeignet. So, nach dem Gesichtsserum benutze ich gerne ein Gesichtsöl. Momentan das Miracle Makeover Facial Oil von Una Brennan. Das gibt es leider auch nicht in Deutschland zu kaufen, aber da habe ich früher immer das Clarins Lotus irgendwas Gesichtsöl benutzt. Und das fand ich auch richtig gut und da war der Duft auch richtig schön. Und die Sache mit Gesichtsölen ist, dass es eigentlich gerade gut ist für Menschen mit öliger Haut, weil das so die Haut nochmal so in Balance bringt und dadurch produziert irgendwie die Haut weniger Öl. Und ja, deswegen benutze ich Gesichtsöle. Und damit bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Eigentlich ist das ein Gesichtsöl zum Reinigen, also ähnlich wie der Cleansing Balm. Aber ja, ich benutze es einfach nach dem Serum ja, aufs Gesicht. Und zwar gebe ich da so ein paar Tropfen auf meine Finger, verreibe das dann und ja, trage das dann so aufs Gesicht auf. Und über die Nacht wird das so schön in die Haut eingezogen. Und am nächsten Morgen hat man eigentlich so richtig schön, ja, durchfeuchtete Haut und ja. So, wenn ich dann nicht das Öl benutze, benutze ich vor dem Gesichtsserum ein anderes Serum und zwar das Resurfacing
Resurfacing AHA Concentrate von Ren. Das habe ich euch schon in meinen Oktoberfavoriten gezeigt. Und zwar ist es ein Serum, was auf Fruchtsäuren basiert. Und das befreit die Haut halt von toten Hautzellen und macht sie glatter. Und ich finde, dass dadurch auch Pickel viel, viel schneller weggehen oder halt überhaupt fernbleiben. Also das benutze ich dann jeden zweiten Abend. Weil für jeden Abend ist es, glaube ich, einfach nicht notwendig und das könnte die Haut dann doch ein bisschen zu sehr austrocknen. Dafür hätte ich dann noch eine Alternative, was ich da vorher immer benutzt habe, und zwar ist das das Effaclar Duo von La Roche-Posay. Das ist eigentlich so dasselbe in grün, nur in Cremeform, also auch auf so Fruchtsäure basierend, und ja, da sollte man auch aufpassen, dass, also gerade wenn man halt eher normale bis trockene Haut hat, dass es nicht zu austrocknend ist. Aber ja, die zwei Sachen sind sozusagen richtig gut gegen Pickel, finde ich. So, das waren jetzt die Produkte für abends. Morgens gehe ich dann eigentlich nur noch mit einer Micellenlotion drüber, die ich dann so da habe. Einfach so, um die Haut nochmal zu reinigen von dem, was sich so beim Schlafen so noch auf der Haut gebildet hat. Und da benutze ich halt am liebsten Bioderma, weil ja, damit hatte ich einfach die besten Erfahrungen bisher und das hinterlässt auch keinen komischen Film auf der Haut. Und ja, davon habe ich jetzt auch keine Pickel oder so bekommen, wie von manch anderen Micellenlotionen. Und ja, das einfach auf dem Wattepad und dann nochmal so übers Gesicht wischen, und dann kann man eigentlich schon mit der Tagespflege weitermachen. So, und für die Tagespflege benutze ich als Gesichtspflege benutze ich da das die Vita-Mineral Day Cream von Ren. Ja, ist einfach eine Tagespflege, die für normale Haut geeignet ist, also nicht super reichhaltig, aber auch nicht so super, was sagt man, leicht. Bei einer Tagespflege ist mir einfach wichtig, dass sie ja, Feuchtigkeit genug spendet oder beziehungsweise eine gute Unterlage bildet für Make-up, dass Make-up einfach schön auf der Haut gleitet bzw. sich gut verteilen lässt, aber dass sie dann dabei genug Feuchtigkeit spendet, damit halt so trockene Hautstellen irgendwie, also im Winter dann manchmal trockene Hautstellen einfach nicht sichtbar sind oder vorgebeugt werden, und dabei aber nicht zu reichhaltig ist, weil ich dann halt sonst zu ölig werde im Gesicht. Und ja, die finde ich momentan ganz gut und davon habe ich auch keine Pickel oder so bekommen. Ja. Dann benutze ich zusätzlich noch eine Augenpflege. Bei Augenpflege ist das so, also ich habe höchstens im Winter so ein paar trockenere Stellen um das Auge rum, aber sonst ja, eher normal. Und ich glaube, da werde ich den Unterschied wohl eher so in 20 Jahren oder so sehen. Da benutze ich einfach eine Augenpflege, die ich momentan so rumfliegen habe, also irgendwie Proben oder so. Und da habe ich gerade das Anti-Aging Eye Treatment von Origins. Die finde ich ganz gut. Ja, aber da hatte ich noch keine krassen anderen Vergleiche oder so. Das waren so die Produkte, die ich regelmäßig einfach für meine Hautpflege benutze. Dann gibt es so ein paar Produkte, die ich ab und zu benutze oder die einfach so bei Bedarf dann verwendet werden. Zum Beispiel wäre das die Glycolactic Radiance Renewal Mask von Ren. Das ist ähnlich wie das Serum, was ich euch erwähnt habe, so auf Fruchtsäure basierend. Also so ein quasi ein Peeling für die Haut. Und das benutze ich einfach immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Haut nicht ganz so glatt ist oder sowas wie, als ob da so eine Schicht noch so drauf wäre. Dann benutze ich die Maske und ja, bei der merkt man richtig, eigentlich auch bei den Serien, merkt man richtig, wie das Produkt arbeitet, und zwar kribbelt das halt so auf der Haut. Und bei der Maske, das ist die einzige Maske, bei der ich hinterher wirklich einen Soforteffekt sehen und spüren kann. Und
zwar ist die Haut halt viel glatter und sie ist so richtig schön rosig neu irgendwie. Und ja, die ist halt perfekt für so Anlässe, wenn man am nächsten Tag irgendwie einen besonderen, ja, was Besonderes vorhat. Und ja, die ist richtig gut. Ansonsten benutze ich noch so eine tiefenreinigende Maske. Zum Beispiel die Deep Pore Cleansing Mask von Kiehl's. Das ist so eine ganz klassische Tonerde-Maske, die so ganz trocken und bröckelig dann auf der Haut wird, wenn die trocknet. Und ja, das einfach nochmal so als Reinigungsschub ab und an, so alle 2 oder 4 Wochen oder so. Das waren so die Produkte, die ich so regelmäßig für meine Gesichtspflegeroutine verwende und momentan bin ich eigentlich auch so ziemlich zufrieden mit allen Produkten. Und ja, ich hoffe, das war auch für euch interessant und auch hilfreich. Und ja, was mich vielleicht noch so interessieren würde, wäre so, was euer wichtigstes Teil in eurer Routine wäre oder auf was ihr nicht verzichten könntet. Weil so Gesichtspflege eigentlich immer sehr interessant ist. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und ja, tschüss!